Und damit schauen wir jetzt direkt zur Bundespressekonferenz, hören Nancy Faeser und Herbert Reul zu. Große Ereignisse werfen ihre Schatten voraus, so auch hier. Es geht jetzt bei der Pressekonferenz um die Sicherheitsvorbereitungen für die Fußball-EM und insbesondere auch um die Zusammenarbeit von Bund und Ländern in dieser Frage. Dazu begrüße ich ganz herzlich Bundesinnenministerin Nancy Faeser und den Innenminister des Landes Nordrhein-Westfalen, Herbert Reul. Frau Faeser, Sie haben das Wort und Sie wollten zunächst etwas zu den Ereignissen in Mannheim und zur Flut sagen. Bitte schön. Ganz herzlichen Dank, Herr Sentivani. Vielen Dank für die Gastfreundschaft hier in der Bundespressekonferenz. Meine sehr geehrten Damen und Herren, ich freue mich sehr, Herr Reul, dass Sie da sind. Bevor wir zur Fußball-Europameisterschaft kommen, möchte ich in der Tat was zur furchtbaren Messerattacke in Mannheim und das schwere Hochwasser sagen, was uns ja dieser Tage sehr in Atem hält. Meine Damen und Herren, wir sind tief erschüttert über den Tod des Polizeibeamten in Mannheim. Er hat durch die unfassbar brutale Messerattacke sein Leben verloren. Er war mutig eingeschritten, um Leben zu retten. Er ist im Dienst für unser aller Sicherheit gestorben. Ich war gestern zusammen mit dem Innenminister von Baden-Württemberg, Thomas Strobel, in Mannheim, um für die Bundesregierung unsere Anteilnahme dort auszudrücken. 8000 Menschen haben sich versammelt, Vertreter aller Religionen haben Gebete gesprochen, auch Muslime. In diesen Tagen brauchen wir dieses starke Zeichen des Zusammenhalts und der gemeinsamen Trauer um den jungen Beamten. Wir lassen uns von Extremisten und Terroristen nicht spalten. Wir unterscheiden zwischen Muslimen, die zu uns gehören, und Islamisten, die wir mit aller Härte bekämpfen. Unser größter Respekt und unsere größte Anerkennung gilt allen Polizeibeamtinnen und Beamten, die tagtäglich für unsere Sicherheit in unserem Land sorgen. Diese Tat zeigt aber auf furchtbare Weise, wie gefährlich dieser Dienst sein kann. Es ist gut, dass der Generalbundesanwalt die Ermittlungen gestern Abend aufgrund klarer Hinweise für ein islamistisches Motiv übernommen hat. Das zeigt, wie ernst der Rechtsstaat die islamistische Gefahr nimmt. Unsere Sicherheitsbehörden haben die islamistische Szene fest im Visier und wir verstärken diesen Kampf weiter. Der Täter muss mit der maximalen Härte des Gesetzes bestraft werden. Und noch eines will ich sagen, auch diejenigen, die dieses furchtbare Verbrechen auf widerwärtige Art und Weise, nämlich menschenverachtend, verherrlichen und noch mehr Hass im Netz verbreiten, müssen hart verfolgt werden. Es ist gut, dass auch dort Ermittlungen laufen. Und ich will noch einmal erwähnen, dass das BKA seit dem 7. Oktober islamistische Hasspostings in einer Größenordnung hat löschen lassen können. Es sind mittlerweile 9.400. Das zeigt, wie hart wir dort auch vorgehen. Meine Damen und Herren, ein weiteres Ereignis hält die Bundesrepublik im Moment im Atem, und das ist die Hochwasserlage in Süddeutschland. Die Lage bleibt sehr ernst. Wir kämpfen gegen riesige Wassermassen. Der Bundeskanzler und ich haben uns gestern ein Bild vor Ort in Reichertshofen gemacht. Wie gefährlich die Lage ist, haben wir dort auf furchtbare Art und Weise sehen müssen durch den Tod eines Feuerwehrmannes, der auch bei Ausübung für die Sicherheit anderer sein Leben verloren hat. Ein weiterer Feuerwehrmann wird noch vermisst. Auch andere Menschen haben ihr Leben mittlerweile in diesen Fluten verloren. Mehrere 10.000 ehrenamtliche und hauptamtliche Einsatzkräfte, Helferinnen und Helfer sind unermüdlich im Einsatz, um Menschenleben zu schützen. Die Kräfte der Feuerwehr, das ist in Ihrem Bereich, Herr Reul, das sind tolle Menschen, die ja auch als Erste immer vor Ort sind. Des THW, anderer Hilfsorganisationen und der Polizei gilt mein größter Respekt und mein großer Dank. Unsere THW-Kräfte evakuieren gemeinsam mit anderen Helfern Menschen, sichern Deiche und pumpen große Mengen Wasser ab. Wir werden Bayern und alle anderen betroffenen Bundesländer, vor allen Dingen Baden-Württemberg gerade, mit allen Kräften weiterhin unterstützen. Wir werden weiter über unser Bundesamt für Bevölkerungsschutz weitere Hilfen koordinieren und alle verfügbaren THW-Kräfte in den Einsatz holen. Und unsere Warnsysteme, die wir stark ausgebaut haben, werden wir weiter nutzen, um Menschenleben durch rechtzeitige Warnung zu retten. Ich appelliere aber noch einmal an alle Bürgerinnen und Bürger, auch darauf zu hören und vor allen Dingen nicht in die Keller zu gehen, nicht irgendetwas, was man schützen will, noch zu sichern, sondern denken Sie bitte daran, dass es lebensgefährlich. Dabei hat auch gerade eine Frau ihr Leben verloren.
Für mich ist wichtig, dass die Zusammenarbeit und die Koordination der Hilfskräfte untereinander nun wirklich wesentlich besser funktioniert. Darauf hat der Ministerpräsident Herr Söder gestern auch noch mal hingewiesen. Das ist wirklich ein gutes, starkes Signal. Und das muss ich auch sagen, auch die Warnsysteme funktionieren mittlerweile besser. Und im Vordergrund bleibt nach wie vor Menschenleben retten. Das ist das Entscheidende. Das ist für alle Hilfsorganisationen im Moment vorrangig vor allem anderen. So, meine Damen und Herren, dann kommen wir zum heutigen Thema. Heute sind es noch genau 10 Tage. Am 14. Juni wird in München das Eröffnungsspiel der Fußball-Europameisterschaft angepfiffen, Deutschland gegen Schottland. Eines steht jetzt schon fest, unsere Vorfreude ist riesig und wir sind gut vorbereitet. Wir erwarten 2,7 Millionen Menschen in den Stadien und bis zu 12 Millionen in den Fanzones. Ich freue mich, dass ich Ihnen gemeinsam den Stand der Vorbereitung des Staates auf die Euro mit Herrn Innenminister Reul vorstellen kann. NRW nimmt dabei, wenn ich das noch mal sagen darf, eine zentrale Koordinierungsrolle an, ist auch Gastgeber des International Police Cooperation Center in Neuss, das wir nächste Woche am Montag gemeinsam eröffnen werden. Das ist eine sehr starke Partnerschaft, Herr Reul. Dafür darf ich Ihnen ganz, ganz ausdrücklich noch mal danken. Das ist wirklich großartig, was NRW dort leistet. Vielen Dank dafür. Diese Euro in Deutschland ist ein riesiges gemeinsames Projekt des Sportes natürlich, aber auch unseres Landes, des Bundes, der Länder und der Städte, in denen gespielt wird. Es wird eine Euro für die Millionen Fußballfans, die dieses Turnier und hoffentlich auch unsere Nationalmannschaft sehr tragen werden. Ich werde am Freitag beim letzten Testspiel in Mönchengladbach sein und dort auf die deutsche Mannschaft treffen. Sie spielen dort das letzte Testspiel gegen Griechenland. Mein Blick richtet sich natürlich vor allen Dingen auch auf die Spielorte. Ich habe in den letzten Monaten alle 10 Städte dieses Turnieres besucht. Und ich bin wirklich sehr beeindruckt, was dort geleistet wird, mit wie viel Professionalität, mit wie viel Leidenschaft die Städte, die Vereine, die Landessportbünde, Herr Reul, die Ehrenamtlichen, aber natürlich auch die Polizeibehörden und Rettungskräfte vor Ort leisten. Das ist wirklich sehr beachtlich. Wir wollen eine Fußball-Europameisterschaft in Deutschland, die weit über das Turnier hinaus positiv wirkt. Wir haben erreicht, dass ein Klimafonds eingerichtet wird. Mit dem bekennen wir uns und bekennt sich erstmals die UEFA klar auch zu einer Klimaverantwortung bei einem solchen Sportgroßereignis. Und von diesem Klimafonds wird die Sportinfrastruktur in Deutschland profitieren. Das ist ein Riesenschritt nach vorne. Es gibt ein nachhaltiges Mobilitätskonzept für die EM, das vor allen Dingen auf den öffentlichen Personennahverkehr setzt. Das Turnier bietet uns große Chance, zusammenzurücken und ein friedliches Fußballfest im Herzen Europas feiern zu können. Gerade in diesen Zeiten der äußeren und inneren Bedrohung für unsere Gesellschaft wollen wir für mehr Zusammenhalt sorgen. Wir wollen zeigen, dass Sport für Respekt und Miteinander steht, gegen Ausgrenzung, gegen Rassismus und gegen Antisemitismus. Das sind Zeichen, die der Sport setzen kann, jenseits aller sprachlichen und sozialen Unterschiede. Und es sind Zeichen, die wir in diesen Zeiten brauchen. Das alles zeigt, wir wollen vor allen Dingen ein guter Gastgeber sein. Es wird ein umfangreiches Fanbetreuungsprogramm geben, Fanzonen, Fanzones, in denen sich die Menschen begegnen können, oder auch Fanwalks. Das heißt, die Fans werden dann gemeinsam zum Stadion auch laufen, um gemeinsam ein friedliches Fußballfest hoffentlich zu feiern. All das wäre nicht möglich ohne die 16.000 freiwilligen Helferinnen und Helfer, die sogenannten Volunteers. Ihr Engagement wollen wir auch langfristig stärken. Wir wollen Sie für ein längerfristiges Ehrenamt begeistern. Ich hoffe, das gelingt uns gegenseitig, weil das natürlich für die Sportvereine oder auch die Freiwillige Feuerwehr in vielfältigen Bereichen notwendig ist. Und gerade wo Übungsleiterinnen und Übungsleiter fehlen, die Volunteers werden jetzt während dieser Zeit auch ausgebildet dazu. Das heißt, sie kriegen für ihren Dienst dort auch diese Ausbildung, und es könnte helfen. Damit komme ich aber natürlich auch zu dem Thema, das Innenminister Reul und mir am wichtigsten ist. Und das ist natürlich klar die Sicherheit dieses Turniers. Die Sicherheit der Fußball-Europameisterschaft in Deutschland hat für uns oberste Priorität. Die Zusammenarbeit zwischen Bund und Länder für die Sicherheit des Turniers läuft sehr gut. Dafür bin ich Ihnen, Herr Innenminister Reul, auch stellvertretend für die anderen Länder außerordentlich dankbar.
und will mich da auch noch mal herzlich bedanken für die wirklich hervorragende Zusammenarbeit. Unsere Sicherheitsbehörden arbeiten hochprofessionell und bereiten sich intensiv schon seit Jahren auf das Turnier vor. Da auch noch mal vielen Dank, Herr Reul. Ich habe ja auch Ihre Polizei vor Ort bei den Host-City-Besuchen kennenlernen dürfen. Das ist wirklich großartig, was dort geleistet wird. Es ist ein großer Kraftakt, das wollen wir auch nicht verschweigen, den wir mit allen verfügbaren Kräften unserer Sicherheitsbehörden stemmen. Dabei bauen wir natürlich auf unsere Erfahrungen mit Großeinsätzen auf. Die Fußball-Weltmeisterschaft 2006, aber auch Sportgroßereignisse, Bundesligaspiele, Hochrisikospiele, Demonstrationslagen, G7-Gipfel und vieles mehr. Wir wappnen uns mit hohem Einsatz aller Sicherheitsbehörden gegen alle denkbaren Gefahren. Unser Fokus reicht von der Bedrohung durch islamistischen Terrorismus über Hooligans und andere Gewalttäter bis hin zur Cybersicherheit. Überall, wo sich viele Menschen bewegen, wird die Polizei hohe Präsenz zeigen. Das wird ein großer Kraftakt, ich sagte es schon, für die Länderpolizeien und die Bundespolizeien, ist aber auch entscheidend für das Turnier. Wir kooperieren intensiv mit den Sicherheitsbehörden der teilnehmenden Nationen und unserer Nachbarstaaten. Während des Turniers werden 350 ausländische Polizeikräfte in Deutschland eingesetzt, sowohl im Internationalen Polizeikooperationszentrum, dem IPCC in Neuss, als auch bei gemeinsamen Streifen an den Spielorten oder im Bahnverkehr. Besonders eng, und das möchte ich noch mal hervorheben, arbeiten wir mit Frankreich zusammen. Wir bilden sogar gemeinsame Polizeieinheiten. Französische Polizei wird bei der Euro in Deutschland im Einsatz sein und deutsche Polizei wird dann bei den Olympischen Spielen, die ja dann auf den Fuße folgen, nämlich 2 Wochen später beginnen, in Paris sein. Auch dort wird die Bundespolizei sehr stark unterstützen und ich glaube, auch die Länderpolizeien sind dort im Einsatz. Auch bei der Abwehr hybrider Bedrohungen und beim Schutz vor Terrorismus arbeiten wir sehr eng zusammen. Wir wissen vom ISPK, dem Islamischen Staat Provinz Khorasan, geht derzeit auch in Deutschland die größte islamistische Bedrohung aus. Wie wachsam unsere deutschen Sicherheitsbehörden sind, haben zuletzt die 2 weiteren Festnahmen von Terrorverdächtigen der ISPK vor wenigen Wochen gezeigt. Und auch da darf ich mich sehr bedanken für die ausgezeichnete Zusammenarbeit zwischen Bund und Land. Ich habe entschieden, dass während der Euro an allen deutschen Binnengrenzen vorübergehende Grenzkontrollen stattfinden. Das ist eine zusätzlich große Aufgabe für die Bundespolizei, wird aber einen wichtigen Beitrag zur Sicherheit leisten. Wir wollen vor allen Dingen Gewalttäter und Hooligans frühzeitig stoppen. Zur Wahrheit gehört aber auch, die Sicherheitslage ist angespannt. Das gilt für die Cybersicherheit ebenso wie für den islamistischen Terrorismus und andere Bereiche. Ich kann aber auch sagen, aktuell liegen keine konkreten Gefährdungshinweise im Zusammenhang mit der Euro vor. 100-prozentige Sicherheit, meine Damen und Herren, kann es nicht geben. Aber alle Beteiligten sind hochprofessionell vorbereitet. Wir sind und bleiben äußerst wachsam. Wir tun alles, was möglich ist, um Gefahren frühzeitig zu erkennen und zu verhindern. Das alles zeigt, meine Damen und Herren, wir sind bereit für unser Heimspiel für Europa. Wir freuen uns auf die Millionen Menschen, die mitfiebern und dieses europäische Fußballfest in Deutschland mit uns feiern wollen. Und zum Abschluss noch mal, Herr Innenminister Reul, ganz, ganz herzlichen Dank für die gute Zusammenarbeit und auch herzlichen Dank fürs Kommen heute. Danke, Frau Faeser. Herr Reul, bitte. Ja, meine Damen und Herren, auch erstmal Dankeschön für die gute Zusammenarbeit zwischen den Ländern und zwischen Bund und Ländern. Das ist eine wichtige Voraussetzung. Sie wissen, dass bei so einem Großereignis die Zusammenarbeit von großer Bedeutung ist, denn die Veranstaltungen finden ja alle dezentral statt, in den Spielstandorten. Und wir als nordrhein-westfälische Polizei haben da deshalb eine besondere Verantwortung, weil wir einfach viele Spielstätten haben. Ja. Ist per Zufall entstanden oder per Klugheit entstanden, wie auch immer. Auf jeden Fall ist es jetzt so. Von den 10 Standorten sind 4 in Nordrhein-Westfalen und wir haben auch noch 4 Basecamps. Die soll man nicht unterschätzen. Das heißt, da wohnen die Spieler eine gewisse Zeit und die werden natürlich auch Anziehungspunkt sein für Menschen. Und last but not least, die großstädtische Struktur bei uns, die Ballungszentren werden natürlich auch Ansammlungspunkte sein für Fanmellen, Fantreffen und anderem mehr. Also insofern gibt es gute Gründe, dass wir uns darum kümmern. Gelsenkirchen, Dortmund, Düsseldorf, Köln, das sind die Spielorte, die bei uns eine wichtige Rolle spielen, in denen relativ viele Spiele, 20 Spiele finden allein bei uns in Nordrhein-Westfalen statt. Aber wir arbeiten ja nicht nur für Nordrhein-Westfalen, sondern
wir versuchen ja auch die Zusammenarbeit zwischen den anderen Bundesländern gut zu organisieren. Dass wir als Nordrhein-Westfalen im Moment besonders gern Fußball entgegennehmen. Und das hat vielleicht auch damit zu tun, dass wir den deutschen Meister und den Pokalsieger stellen. Das muss ich eben mal so by the way erwähnen. Beste dabei ist auch noch mein Verein. So, jetzt ist alles raus. Ah, echt? Jetzt ist alles raus. Deswegen bin ich eigentlich nach Berlin gekommen, um Ihnen das zu erklären. Nein, zurück zu den Themen. Die Sachverhalte sind ja schon breit beschrieben worden. Ich will aber auch vorneweg einen Satz wenigstens sagen zu dem Thema Mannheim, weil auch unsere nordrhein-westfälischen Polizisten schwer betroffen sind. Das ist ja dann so ein Tag, wo alle die Luft anhalten und alle noch mal bemerken, obwohl sie es ja eigentlich wissen, das kann dir jeden Tag passieren. Und die Öffentlichkeit ist dann auch immer aufgeschreckt. Das ist auch gut so, dass man alle nachdenken und alle erschrocken sind und jeder erzählt einem von dem Video, das er gesehen hat. Ich würde nur mir wünschen, dass dieses Erschrecken und dieses Beunruhigtsein ein bisschen länger hält als ein paar Tage. Also nicht, weil ich möchte, dass alle Menschen nur beunruhigt durch die Gegend rennen, aber mal begreifen, was Polizistinnen und Polizisten immer leisten, welches Risiko sie eingehen und wenn sie dann Entscheidungen treffen, dass das auch schwierige Entscheidungen sind und manchmal auch nicht richtige sein können. Aber man muss die Situation verstehen und das war ja wirklich von hinten feige, schlimmer kann es kaum kommen. Deswegen, klar, ich weiß, dass unsere nordrhein-westfälischen Polizisten, das haben wir auch angeordnet, alle mit Trauerflor fahren. Wir werden auch am Freitag, glaube ich, wenn es überall so eine Schweigeminute gibt, uns da anschließen. Ich hoffe nur, dass solche Ereignisse, und darum bitte ich, dass wir nicht dann zur Tagesordnung weitergehen, sondern daran schließen sich viele Fragen an. Was die Ausstattung tun wir genug für die Polizisten? Wahrscheinlich kann man nie genug tun. Man kann immer nur noch mehr tun. Und die zweite Frage, was können wir eigentlich tun oder was müssten wir eigentlich tun, um frühzeitig zu wissen, wo laufen solche Gefahren rum? Und für mich ist das die größte Herausforderung für innere Sicherheit in den nächsten Jahren. Wie kriegen wir frühzeitig Informationen über Gefahrenquellen von Einzelnen oder von Gruppen, die sich zusammentun? Ist im Übrigen, da bin ich schon beim Fußball, natürlich auch das Thema eines jeden Großereignisses, wenn das jetzt auf uns auch zutößt. Tausende, Hunderttausende von Fußballfans werden da sein. Wir hoffen, dass die wunderbar feiern. Wir hoffen alle, dass die Richtigen gewinnen. Ich hätte da auch eine Idee. Ich auch. Aber wir sind dabei, glaube ich, auf zumindest ein bisschen besseren Weg mittlerweile. Ja. Aber es wird für die Sicherheitsbehörden eben kein fröhliches Fest werden, sondern ein anstrengendes Fest werden. Das ist eine wahnsinnige Herausforderung. Das wird kein Spaziergang werden. Wir haben in Nordrhein-Westfalen, nur um ein Beispiel zu nennen, ich weiß, andere Länder und Bundespolizei macht es so ähnlich. Wir haben urlaubsfrei angeordnet. Das heißt, die Herrschaften können im Sommer, wenn andere in Urlaub fahren, auch nicht weg. Das ist einfach, vielleicht brauchen wir sie gar nicht alle, aber wir können gar nicht sicher genug sein. Alles, was wir an Möglichkeiten haben, und Man- und Women-Power ist ein Faktor, müssen wir nutzen. Und das große Bedrohungspotenzial von ISBK ist klar, muss man benennen. Die Frau Ministerin hat es ja präzise beschrieben, wir haben keinen konkreten Hinweis, aber es gibt diese abstrakt hohe Gefahr und es gibt genug Ereignisse, die uns auch bestätigen, das kann halt jeden Tag passieren. Und die Wahrheit, wir können 100% Sicherheit niemals garantieren. Wir können bestmöglich uns vorbereiten, bestmöglich die Menschen ausbilden, viele dahin schicken, Technik vorbereiten, soweit wir können. Wir können probieren, wir können üben. Alles das wird gemacht. Und wir können vor allen Dingen dafür sorgen, dass die Informationen, die wir haben, auch ausgewertet werden. Man wird oft gefragt, ob diese aktuellen Veröffentlichungen des ISBK, diese einschlägigen Bilder, die ja jetzt gezeigt werden, ob die uns überraschen. Nein, die überraschen natürlich keinen Polizisten, weil die kennen wir. Und die heißen noch lange nicht, dass jetzt daraus abgeleitet ist, es passiert morgen was. Sondern das sind eigentlich manchmal auch Fotos, die eine Verunsicherung in der Bevölkerung organisieren sollen. Und insofern, ja, wir müssen sie ernst nehmen, wir müssen dem nachgehen, wir müssen uns darum kümmern. Wir müssen auch die Stadien gut vorbereiten. Seit Jahren bereitet sich Polizei, Bund und Länder darauf vor. Es gibt dann wie immer in der Polizei Arbeitskreise und Arbeitsgruppen ohne Ende. Das meine ich aber jetzt nicht böse, sondern es ist gut, dass das alles so bestmöglich vorbereitet wird und ein abgestufter Plan da ist, damit die Technik und die Ausstattung bis hin zur Men- und Women-Power auch funktioniert. Diese Projektgruppe ist 2019 errichtet worden und deswegen sitze ich ja überhaupt nur hier, weil die Nordrhein-Westfalen da die Leitung übernommen haben. Hat was damit zu tun, dass wir viel Fußballerfahrung haben, weil wir viele Bundesligaspiele haben, nicht mehr und nicht weniger und viele Spiele bei uns eben auch stattfinden. Es werden alle verfügbaren Kräfte der Polizei eingesetzt in den Bundesländern, also nicht nur bei uns, sondern auch in den anderen Bundesländern und
klar bei der Bundespolizei und Bereitschaftspolizei, Spezialkräfte, Spürhunde und alles, bis hin zur Kriminalpolizei. Weil wir müssen natürlich auch arbeitsfähig sein, wenn was passiert. Ich meine, ich hoffe, das wird nie passieren. Aber wenn, müssen wir auch in der Lage sein, Aufklärungsarbeit zu leisten. Und da kann man ja auch nicht warten, ob da gerade ein paar Leute da sind oder nicht. Die Spiele selbst, für die Stadien sind die Betreiber verantwortlich. Auch das möchte ich noch mal sagen, damit man da nicht durcheinander kommt. Polizei ist nicht für alles verantwortlich, sondern für die Stadien selber sind die verantwortlich. Deshalb werden wir in Nordrhein-Westfalen, wir werden die Stadien uns noch mal ganz genau sorgfältig angucken. Wahrscheinlich in dieser Woche, ohne das genau spezifizieren zu wollen, und werden die dann besenrein quasi übergeben. So nach dem Motto, ab jetzt seid ihr verantwortlich für die Sicherheit in diesen Stadien. Aber was oft vergessen wird, es findet ja auch die Normalität der Kriminalität weiter statt. Es wird ja der Alltag, die Taschendiebe, alles wird ja weiter stattfinden. Und dafür brauchen wir auch Polizei. Wir haben in Nordrhein-Westfalen übrigens noch ein kleines Zusatzvergnügen. Wir haben den AfD-Bundesparteitag mittendrin in Essen. Und wie wir alle wissen, erfordert das nicht nur Maßnahmen für AfD-Veranstaltungen, damit die realisiert werden kann, sondern alles, was da auch noch an Gegendemonstrationen zu erwarten ist. Da werden wir wahrscheinlich sogar noch andere Kräfte aus anderen Ländern brauchen, weil wir auch unsere Kräfte sehr stark binden. Ja. Soweit also jetzt die Pressekonferenz rund um das Sicherheitskonzept bei der Heim-EM. Eine 100%ige Sicherheit, die kann es nicht geben, das haben wir gerade gehört. Aber man tut alles, um so sicher wie möglich hier zu sein. Vor allem werden deswegen Polizistinnen und Polizisten in vielen Bundesländern in diesem Sommer keinen Urlaub machen können, um uns alle dabei zu schützen. Das Sicherheitskonzept, wir haben es hier von Nancy Faeser und Herbert Reul gehört, das ist eines, das für viel Sicherheit sorgen soll. Es gibt auch Kräfte aus dem Ausland, die noch unterstützen, um gemeinsam diese Europameisterschaft sicher zu machen.